Hi Leute, willkommen zu Dragon About. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein, und zwar der letzte Teil von den Rohlingbauen für die Wurflatschen, bevor wir dann alle anfangen, an dem letzten Teil zu pinseln. Ja, dann würde ich sagen, dann ist diesmal, wie gesagt, der holländische Holzschuh dran zum Werfen. Dann werden wir mal anfangen. Wenn euch das Thema interessiert, bleibt dran. Wir sehen uns. Dann wollen wir mal loslegen. Ich habe schon ein bisschen wieder was vorbereitet. Und zwar hatte ich mir ein paar Schablonen gemacht. Dann von den anderen Latschen hatte ich wieder so den groben Schuh für die Sohle quasi genommen. Musste ich aber jetzt noch, ich hatte schon einen Prototypen gebaut. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden. Hier vorne, das sieht man noch so ein bisschen zu... Ihr seht, das sieht ein bisschen flach aus. Hier fällt man noch nicht. Müssen wir mal gucken. Da bin ich am Überlegen, das noch ein bisschen was abzuändern. Das ist noch nicht so ganz das Optimale. Dann habe ich hier das Ganze noch ein bisschen anspitzen müssen, damit das nachher dann auch mit den anderen Teilen funktioniert. Bei der Schablone habe ich noch nicht gemacht. Also das würde ich wahrscheinlich dann, naja gut, ist nicht so schlimm, kann man im Nachhinein immer noch machen. So, das ist der Grundbau. Das hier kommt nachher noch unten drunter. Dann haben wir einmal das hintere Teil. Das wird ein bisschen groß für den Fuß. Also ist schon nichts für kleine Füße. Ja, schon ein bisschen größer wie meine Latschen. Und ich bin mit 42, glaube ich, ziemlich klein. Dann habe ich noch zwei Teile gemacht. Wie gesagt, ihr seht ja immer, ich mache da immer so ein paar Schablonen zu. Für dann hier vorne, wie gesagt, das ist mir ein bisschen zu spitz. Da muss ich jetzt gucken, ob ich mir da nicht noch was anderes einfallen lasse, beziehungsweise vielleicht da bei dem ersten Prototyp noch was wegschneiden und was dran setze, dass das ein bisschen klobiger aussieht. Das werde ich wahrscheinlich auch machen. Aber wir machen jetzt erstmal hier so grob den Grundbau. So, gucken wir mal. Zwar braucht man einen Kugelschreiber erstmal. Das Ding ist ja so abgesehen, dass ich vorne ein bisschen spitze gemacht habe, dasselbe geblieben. Dann machen wir jetzt hier einfach eine Linie, beziehungsweise zwei, damit ich weiß, wie weit ich das kleben muss. Mensch, guckt das an, Leute, ich habe sogar eine Mini-Pattex-Dose. Das ist auch traurig. Gehst im Baumarkt vor 2 Wochen oder was, da haben die noch immer eine große Dose da. Du musst für so eine kleine Dose 12 Euro bezahlen und für so eine normale Dose bezahlst du 4 Euro mehr. Ist schon Wahnsinn. Aber naja, gut. So ab und zu brauche ich das Zeug ja. Da muss man dann halt ein bisschen gucken. Ah ne, mit dem Pattex machen wir noch nicht. Und zwar wollten wir ja erst noch eine Linie machen. Und zwar müssen wir das Ganze auch noch ankleben. Müsst aber euch nicht unbedingt machen. Ich mache das jetzt einfach, damit ihr dann beim Kleben besser seht. Ja, das ist dann hier ein Stück Kernstab, nehme ich dann hochkant, das sind dann die 10 mm. Dann weiß ich dann bei der 10 mm Matte, wie viel Kleber ich da brauche, dann nicht so viel Kleber da drauf zu schmieren. Ne? Also, beziehungsweise nicht mehr wie nötig. So. Bei den Sachen mache ich das auch gern jetzt mit Pattex, weil mit Heißkleber ist das, ich sag jetzt mal, nicht so toll. Habt ihr bei den anderen Schuhen ja auch schon so ein bisschen gemerkt. Vor allen Dingen bei den Schnabelschuhen, da ist dann hier so 2 Komponentenkleber oder Pattex oder Kontaktkleber oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Ist das schon deutlich besser. Jetzt muss ich mal gucken, ich habe jetzt nämlich hier keine Kleckerunterlage drüber. Ich will nicht alles voll schmieren, das ist immer so mit Pattex, bin ja mal alles hier am voll kleckern. Ein bisschen gucken, ob wir so über der Dose ein bisschen arbeiten. Wie ihr seht, das geht ganz gut. Bei den Temperaturen wird das auch innerhalb von ein paar Minuten angetrocknet sein. So. Das müssen wir jetzt erstmal antrocknen lassen, mit dem anderen zusammen. Dann können wir in der Zwischenzeit nämlich schon mal hingehen und können hier nämlich schon mal so ein bisschen was machen.
Und zwar hatte ich nämlich mal geguckt. Jetzt bin ich natürlich noch am Überlegen. Prinzipiell ist das jetzt eigentlich erstmal scheißegal, wie wir das nämlich machen, weil das werden wir nämlich nachher sowieso abschneiden. Ich hatte jetzt bei der ersten Version, hatte ich hier quasi auf den Seiten hier so eine 45 Grad Phase und hat die dann so zusammenkleben wollen. Allerdings sah das nachher auch so spitz aus, was mir bei dem Holzschuh gar nicht gefallen hat. Da bin ich dann nachher hingegangen und habe das quasi wieder gerade geschnitten und dann habe das dann gerade dran geklebt. Also da ging es dann wieder. Wie gesagt, das war jetzt nicht so das Optimale, was ich da gemacht hatte. Und dann hatte ich dann hier an der Innenseite noch, das könnte man eigentlich noch machen. Abschneiden muss ich das nachher sowieso wahrscheinlich. Was eigentlich wieder keine Rolle spielen würde, aber das machen wir jetzt hier an der Innenseite, machen wir das. Und zwar, damit wir das dann nachher sauberer verklebt kriegen und dann nachher auch wieder, ich hoffe, so ein bisschen besser verarbeitet. Ich bin echt am Überlegen, wie ich das am besten dann mache. Das wird noch ein bisschen knifflig. Und guckt, dass das bis unten runter schneidet, weil je dicker die Kante ist, umso blöder ist das nachher dann zu verkleben. Ja, das ist dann schöner, wenn er das dann hier so schön zusammenkriegt. Wie gesagt, das werde ich bei dem einen hier wahrscheinlich dann abschneiden müssen. Mal gucken. Ach, ich liebe den Sommer, was das angeht. Es ist zwar scheiß warm draußen, was ja nicht so mein Ding ist. Hier unten im Keller ist es angenehm. Aber den ganzen Tag im Keller möchte ich natürlich auch nicht hausen. Also ich bin zwar schon so irgendwie ein Kellerkind, aber ganz so schlimm ist es dann auch wieder nicht. Aber hier unten hat man dann meistens seine Ruhe. Man kann in Ruhe seine Sachen machen. So, das war nicht ganz mit der Linie, aber ist nicht so schlimm. So, wie ihr seht, ich habe das Ganze hier so ein bisschen, ne, das ist hier nicht so ganz. Da hatte ich dann ein bisschen auch wieder was einfallen lassen. So, dann werden wir erstmal, jetzt würde der Edding schnappen. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich auf der richtigen Seite das mache. Sonst habe ich nachher nämlich wieder Mist gebaut. So. Wir machen jetzt hier unten erstmal eine Linie. Jetzt muss ich nämlich noch gucken. Das geht nämlich noch ein bisschen länger. Aber das ist jetzt nicht schlimm. Wir machen das jetzt einfach hier auch noch mal so ein bisschen länger. Da kommt man nämlich theoretisch schon das Ganze nämlich ein bisschen dran kleben. So. Schleifen müssen wir sowieso später noch was. Ja, müsste eigentlich klappen. So, schauen wir mal. Ein bisschen wieder aufräumen. Dann werden wir mal wieder weiter rumstinken. Aber wie ihr seht, das geht bei den Temperaturen, wenn man das nicht so dick drauf macht, geht das eigentlich ziemlich schnell. Das trocknet. Das ist noch nicht so ganz perfekt getrocknet, aber für das Video reicht es von der Länge her. Es hält. Und dann müssen wir gleich mal gucken. Wie gesagt, vielleicht mache ich auch nachher noch den ersten Prototypen, da ich den ein bisschen umändere. Da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig. Vielleicht mache ich das auch, weil da ist nämlich schon getrocknet soweit alles. Da kann man dann noch ein bisschen was abändern. Ich muss noch gucken, ob ich die richtige Matte noch hier habe. Da werde ich nämlich vorne dann vielleicht noch so ein Stück 16er Matte irgendwie dran setzen. In der Hoffnung, dass man das dann besser von der Form. Also ich bin noch nicht so ganz zufrieden, wie ihr merkt. Das ist noch nicht so ganz das Optimale, so wie ich mir das ganz vorstelle. Aber wie gesagt, das kriegen wir auch noch irgendwie hin.
Immer dran denken, dass er beide Seiten macht, ne? Mit dem Pattex. So, ups. Irgendwas hat mich gerade gepiekst im Finger. So, das lassen wir dann erstmal wieder trocknen. Wir könnten eigentlich mal gucken, ob wir das hier irgendwie anders hinkriegen. Prinzipiell schauen, habe ich hier noch was. Ja. Wir müssten das Ganze ja eigentlich nur so ein bisschen gebogen hinkriegen. Und das Ganze dann so ein bisschen dicker, ne? Wir probieren das jetzt einfach mal so ein bisschen aus. Wie gesagt, das ist mir noch ein bisschen zu dünn, das Ganze. Also müssen wir da ein bisschen was rumtricksen. Das ist immer so, das einem nicht so richtig gefällt. Also ich bin da manchmal, wie gesagt, ich hatte ja jetzt erstmal die Schablone gemacht. Das ist ja immer, wenn er irgendwas macht, so ein Prototyp, muss man meistens immer bauen. Das irgendwie so, dass man sich das schon mal so optisch angucken kann. So Sachen ist das auch sinnvoll. So, gut, dann schieben wir noch so ein bisschen Reste. Also langsam läuft ja die Seite wirklich bei der Müll über. Oh, habe ich jetzt das falsche Teil weggeworfen? Ja, habe ich. So. Das ist im Endeffekt, haben wir jetzt das Teil hier. Ja, ich würde sagen, die Sachen kleben auch aufeinander. Und dann werden wir hier von dem schon so halbwegs fertigen Schuh, werden wir vorne ein bisschen was von der Spitze abschneiden und werden das dann ein bisschen anpassen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Also soweit der Plan. Mal gucken, ob es hinhaut. Machen wir relativ erstmal dünner drauf. So. Könnte man nämlich schon prinzipiell hier so, ich sag jetzt mal hier so das Stück abschneiden. Ich mache das jetzt einfach mal. Kann natürlich sein, dass das nachher so richtig kacke aussieht, aber ich probiere das jetzt einfach mal aus. Im schlimmsten Fall haben wir dann zwei Dinger vermurkst. So. Natürlich könnte ich das auch noch mit einem so einem Ding dran machen, aber ob das ein so ein Teil reicht, weiß ich nicht. Ein bisschen dicker ist vielleicht doch nicht so schlecht. Mal gucken. Schauen wir mal, das müsste ja relativ schnell trocken sein. So, ich nur, dass ich die richtigen Seiten zusammen mache. So. Das quasi hier so, obwohl das jetzt schon ein bisschen wieder zu lang ist. Da muss ich nachher noch so ein bisschen was absäbeln, glaube ich. Oder wir schneiden noch ein bisschen was breiter. Ja, das ist schon ein bisschen zu lang. Müssen wir, glaube ich, generell schon mal ein bisschen kürzen. Das Ganze hier noch ein bisschen halten. So kann das schon fast hinhauen. Kann schon fast passen. So. Wir probieren das einfach jetzt mal aus. Bisschen aufhauen, damit es dann besser hält. Dann probieren wir das ganze Elend jetzt hier mal aus. In der Hoffnung,
dass die Optik dann noch ein bisschen besser aussieht. Wie gesagt, ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit der Spitze. Die sah mir noch so ein bisschen zu komisch aus. Ja, fällt natürlich noch nicht so ganz alles, weil ich mal wieder viel zu schnell bin. Aber ihr kennt das ja bei mir. So, das Ganze lassen wir jetzt ein bisschen wieder antrocknen. Tun wir mal auf Seite. So, das tun wir mal hier so hin. Jetzt habe ich mir natürlich die ganze Cutterklinge voll gesifft, dadurch, da ich durch den Kleber schon durch, obwohl, ja, das war mein Finger. Ja Leute, da habe ich mir gerade noch ganz ordentlich in den Finger reingeschnitten. Das ist, wenn man dann wieder zu eilig hätte und den Kleber hier runter machen will und eine neue Cutterklinge. Das hat jetzt richtig gut in den Finger geschnitten. Also wie gesagt Leute, vorsichtig und langsam. Bei mir ist das kein Problem. Das passiert mir immer mal wieder, dass ich mir in den Finger reinschneide. Deshalb mache ich mir da nicht so einen großen Kopf drum. Und in letzter Zeit ist mir das eigentlich sehr selten passiert. Bis ja nicht mehr. Ja, vielleicht liegt es auch am warmen Wetter. Ich mal wieder zu schnell mache. So. Hat irgendwie so ein bisschen was von einem Schiff, oder? Meint ihr nicht? Ein bisschen, ne? So. Aber mit dem Finger, das geht mir schon wieder tierisch auf den Keks. Aber dann ist mit der Tastatur nämlich auch schon wieder irgendwie scheiße zu drücken. Das war natürlich einer der schlechtesten Finger, den ich erwischen konnte. Aber na, irgendwo ist ja immer. So. Aber das war jetzt ein richtig guter Schnitt. Der hat richtig gut runtergeschnitten. So. Das müssen wir ein bisschen antrocknen lassen. Ich stopfe jetzt hier einfach mal so ein bisschen Schaumstoff dazwischen, damit das hier an den Seiten nicht so zusammenkommt. Dann lassen wir das jetzt erstmal was trocknen. Dann gucken wir mal, wie das Ding hier jetzt aussieht. So. Na, das sieht doch schon mal halbwegs aus. Hat zwar immer noch so ein bisschen was von der Nashorn. Also schöner wäre natürlich gewesen, wenn das hier noch so ein bisschen bauchiger wäre, aber da muss ich mir noch was anderes einfallen lassen. Vielleicht, dass ich direkt das vordere Teil hier quasi schon mal dran mache und dann die Matte quasi nur so von der Seite, damit das hier nach vorne auch ein bisschen bauchiger ist. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Mal gucken. Aber so im Großen und Ganzen sieht es auf jeden Fall schon besser aus wie am Anfang. So, tun wir mal kurz auf Seite. Schauen wir mal, wie weit die Matten hier sind. Das Ding hat wirklich so ein bisschen was von einem Schiffsrumpf. Oder? Meint er so ein bisschen, wie so ein Schiff hat das schon ein bisschen was, ne? So. Jetzt mal gucken. Das Ganze schneiden wir hier noch so ein bisschen was bei. Da hat man schon so ein bisschen, dass das mit der Kleber hier nicht so toll ist. Wie gesagt, ist jetzt auch relativ mal wieder vereinfacht von der Form und alles her. Ne? Normalerweise kann man die ja innen noch so ein bisschen anrunden, aber das wäre mir dann wieder ein bisschen zu viel, weil man dann so einen richtigen Klotz bauen muss. Da habe ich dann ehrlich gesagt auch nicht so viel Lust drauf.
So, jetzt wird es wieder spannend. Jetzt müssen wir erstmal wieder beide Seiten einkleben. Vorne die Spitze, das wird nicht so ganz klappen, das sehe ich nämlich jetzt schon. Hier vorne das Teil hier, das wo ich jetzt hier am Pinseln bin, da müsste man eigentlich eine Schräge reinmachen. Aber das ist, sag jetzt mal, nicht so schlimm, weil wir das ja nachher sowieso wegschneiden. Wenn das vordere Stück nicht so gut wird, ist das alles halb so wild. Wichtiger ist, dass so 3/4 davon halbwegs vernünftig sind. Der Rest davon kommt sowieso weg. Das vordere Drittel. Naja, also wie gesagt, ich hatte jetzt beim ersten Mal, hatte ich dann hier so eine Schräge auf beide Seiten rein und das sah dann so oben dann ungefähr so wie jetzt hier aus. Und das war mir dann doch ein bisschen zu spitz. Das hat mir dann ja nicht gefallen. Da bin ich dann hingegangen, habe nochmal die Schräge nochmal abgeschnitten, dass das wieder so halbwegs gerade war. Was jetzt auch nicht unbedingt die beste Idee war, aber wie ihr seht, es hat noch funktioniert. Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Ich sage ja im Endeffekt, das Einzige, was mich stört, ist quasi die Spitze, die gefällt mir nicht so ganz. Aber naja, ist mal wieder meckern auf hohem Niveau. So, jetzt muss ich aber irgendwie gucken, ich muss mal den Kleber hier runterkriegen. Ja Leute, das hätte ich vielleicht früher machen sollen, anstatt meine Finger reinzuschneiden. Das war eine sehr dumme Idee mal wieder. Also ihr seht, immer schön aufpassen, wenn ihr sowas macht. Vor allen Dingen bei einer ganz frischen Kletterklinge. Das kann ganz schnell, da ihr euch den Finger mal so richtig reingeschnitten habt. Das habe ich nämlich mal gehabt. Da war ich Reststücke am kaputt schneiden, um die wegzutun. Hab einmal nicht aufgepasst. Hab dann quasi immer hier so, ja, so kleine Stücke geschnitten und dann auf einmal war der Finger dann so ein bisschen. Gott sei Dank war der Fingernagel noch im Weg. Sonst hätte ich mir wahrscheinlich einen halben Finger abgeschnitten. Also das heißt einen halben oder so, das bis zur Fingerkuppe halt das ganze Stück. Das wäre dann nicht so toll gewesen. So, hier haben wir so halbwegs bündig. Hier können wir noch ein bisschen was wegschneiden. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich hier noch die Sohle ein bisschen dicker mache. Weil die haben ja meistens noch so einen leichten, ich sag jetzt mal, Absatz. Andererseits, wisst ihr was, Leute, wir machen uns das einfach ein bisschen einfacher. Wir deuten ihn quasi nur an. So, wir machen jetzt einmal hier so eine Linie. Mache ich mal wieder so ganz willkürlich. Ja, kennt mich ja. Also, wenn jetzt Holländer zugucken, ne, also, das ist wahrscheinlich alles falsch, was ich hier mache, aber naja, gut. Ich mache das jetzt einfach mal so. Vielleicht hätte ich mir noch ein paar Videos angucken sollen, wie man so Holzschuhe traditionell macht. Aber dann hätte ich wahrscheinlich dann aus der 16er Matte einen kompletten Klotz machen müssen. Dann hätte das wahrscheinlich dann da irgendwie so rausschnitzen müssen. Ne? So wie ich das jetzt hier so ein bisschen mit der Sohle mache. Da muss ich ehrlich sagen, da war ich dann schon wieder so ein bisschen zu faul für. Aber prinzipiell kann man das natürlich so machen. Ne? Macht dann hier 16 oder 10er Matte so einen richtig dicken Klotz. Der Größe wie der Schuh dann halbwegs sein soll. Und arbeitet das dann nachher so alles mit dem Cuttermesser, mit dem Lötkolben so ein bisschen raus. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. So. Wie gesagt, so richtig korrekt wird das wahrscheinlich alles nicht sein, aber Hauptsache es kommt so ungefähr von der Optik her. Mehr will ich eigentlich gar nicht.
dass man so grob erkennen kann, weil es sein soll, dass man nicht raten muss. Und dann ist das, glaube ich, schon ganz gut. So, jetzt mal gucken. Schmirgelpapier schon wieder woanders hingeworfen. Also, ganz optimal ist es noch nicht. Aber wir sind ja auch noch nicht fertig. Wir werden das Ganze nämlich hier jetzt noch so ein bisschen anschrägen. So, jetzt gucken wir mal, wie weit der hier ist. Doch, das geht doch noch ein bisschen. Oder das ist noch das alte Blut. Ach, nee, Leute. So. Aber so was hält mich ja nicht vom Bauen ab. Kennt mich ja. So. So, der Anfang ist gemacht. Jetzt muss man gucken, ob man das dann hier so ein bisschen zusammendrückt. Und dann quasi so ein bisschen runter. Das ist dann immer so ein bisschen friemelig, vor allem wenn man dann die Finger hier so halb ramponiert hat. Aber so im Großen und Ganzen wird das schon klappen. Wie gesagt, drückt es einfach so ein bisschen runter und dann geht das nämlich schon fast von alleine. So. So. Ach ja, Leute, passt auf, solltet ihr euch mal in den Finger geschnitten haben, guckt auf jeden Fall, dass ihr da irgendwas drüber habt, dass da der Pattex nicht rankommt. Aber ihr glaubt ja nicht, wie gut das tut, wenn ihr Pattex in eine offene Wunde reinkriegt. Also das ist schon mehr wie unangenehm. So. Die Ganze hat jetzt hier irgendwie ein bisschen was von Aladins Wunderlampe. Hier vorne. Aber so prinzipiell. Man sieht doch schon mal ungefähr, wie ich das hier gemacht habe. Ja? Ist im Endeffekt jetzt dasselbe. Ein klein wenig abgeändert. Wie gesagt, hier, das habe ich jetzt direkt so gemacht, wie ich das eigentlich wollte. So, dann nehmen wir jetzt erstmal ein bisschen hin und tun hier unten erstmal abschneiden, was hier so ein bisschen übersteht. Regulär sollte eigentlich gar nichts abstehen, aber das ist halt, habe ich mal wieder nicht sauber noch gearbeitet. Aber das ist nicht schlimm. Nichts, was man mit Schmirgelpapier nicht wegkriegt. Da müssen wir jetzt mal wieder so ein bisschen rumferkeln. Jetzt nehmen wir erstmal den Schuh hier und hoffen, dass das so halbwegs hinhaut. Größe, ja. Oh, das scheint ja halbwegs zu klappen. So. Ein bisschen lasse ich überstehen. Das ist nicht schlimm. Nur 1-2 mm. Also auf jeden Fall da, wo es nicht zu eng geworden ist. Im Endeffekt mache ich das jetzt ein bisschen größer, damit man dann nachher beim Kleben noch ein bisschen was Luft hat, wenn das nachher weggeschnitten wird. So machen wir das Ganze nachher ja sowieso bündig schneiden. So. Ich könnte wirklich mal wieder eine Zeitung hier unten vertrauen. Ich glaube, ich müsste nächstes Mal wieder ein bisschen Wochenende hier mit runterbringen. Hoffentlich kleckere ich mir jetzt hier nicht alles voll damit. What are you doing?
lassen wir jetzt hier auf der Seite mal wieder ein bisschen antrocknen. Und dann gucken wir uns mal den Rest von dem Ganzen an. So. Wir machen jetzt hier noch so ein bisschen so eine kleine Phase rein. Aber nur auf der Außenseite. Damit das nachher ein bisschen hübscher aussieht. Irgendwann muss man aufpassen. Ne? Da kann man sich dann auch ganz schnell mal den Finger reinschneiden. Wie gesagt, sieht jetzt noch nicht so ganz perfekt aus, aber ich glaube, man kann erkennen, dass es so ein Holzschuh werden soll oder sein soll. So, jetzt machen wir noch die Sohle hier runter. Haben wir nämlich, glaube ich, so ziemlich alle Arbeitsgänge, was ich hier so gemacht habe, im Video, glaube ich, abgedeckt. Ja. So. Ja. Das war jetzt ungefähr die Grundfassung von dem hier. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was euch jetzt hier so besser gefällt. Wie gesagt, den hier, den werde ich jetzt noch ein bisschen dann, ist mir wirklich zu spitz. Vielleicht hätte ich auch ein bisschen noch was anderes machen sollen. Vielleicht dann wirklich nur hier vorne so das Stück ein bisschen abändern, dass das was dicker ist. Das wirkt irgendwie so spitz hier. Das hätte irgendwie so ein bisschen was von einem Frauenpump hier, ne? Zum in den Sack treten ist das vielleicht schon nicht so schlecht, aber ich weiß nicht. Und das hier hat irgendwie so ein bisschen was von einem Nashorn. Vielleicht hätte ich auch ein bisschen weiter bis hier machen sollen, aber man will ja den Fuß noch irgendwie reinkriegen. So, den hier, den mache ich dann auch fertig. Der wird dann so in der Art wie der. Jetzt brauchen wir noch Eisluftföhn. Noch ein bisschen abkühlen. Prinzipiell hätten wir da noch so ein bisschen hier so nach innen machen können. Aber das lassen wir jetzt mal so. Der letzte Holzschuh ist fertig. Also die letzte Latschenversion. Hat immer noch irgendwie gefühlt was von einem, ich weiß nicht, so ein bisschen was hat es was von einem Nashorn hier vorne. Na, ist egal. Wie gesagt, mal gucken. Ich habe ja noch den anderen, den ich jetzt angefangen habe. Vielleicht mache ich den noch von der Spitze ein bisschen anders. Seht ihr ja dann im nächsten Teil quasi, wenn ich alle Sachen dann gepinselt habe oder am Pinseln bin und dann am Ende zeige ich dann, wie die aussehen. Ja, das war dann mit dem holländischen Holzschuh. Wie gesagt, ich nehme jetzt keine, dass das korrekt gemacht worden ist. Ansonsten hätte ich normalerweise ja aus einem großen Klumpen da quasi mit dem Cutter rausschnitzen müssen, aber da war mir dann doch ein bisschen zu viel Arbeit. Deshalb habe ich das alles ein bisschen vereinfacht gemacht. Im Endeffekt war es das größtenteils so ein bisschen 10 mm Matte, für das Außen 6 mm und dann noch ein bisschen, ich glaube zwar ein bisschen Reste von einer 16 mm Matte hier quasi für das Hörnchen hier. Wie gesagt, ist ein bisschen jetzt, ich sag jetzt mal einfach gehalten, aber ich denke mal, wenn das dann lackiert ist, wird man schon erkennen, was das sein soll. Ja, dann hoffe ich mal, das Video hat euch mal wieder gefallen und für eure Projekte inspiriert. Ich habe schon wieder ein paar andere Ideen, aber da rede ich noch nicht so drüber. Ihr kennt mich ja, dauert ab und zu schon mal was länger. Wenn ich jetzt euch schon wieder erzähle, weil ich schon wieder so eine Planung habe und das erst in ein paar Monaten kommt, seid ihr wieder ein bisschen enttäuscht. Ja, dann hoffe ich mal, das hat euch wieder ein bisschen geholfen. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte, beziehungsweise beim nächsten Teil von dem. Vielleicht auch noch was anderes, mal gucken vorher. Also nächstes Wochenende kommt auf jeden Fall das fertige Video mit den Schuhen. Na? Dass ich die dann fertig gepinselt habe. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wie gesagt, schönes Wochenende. Man sieht sich.